Dieses Video ist für dich, wenn es dir oft schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, weil du gar nicht weißt, was du eigentlich brauchst. Oder wenn du dich ganz oft, sobald es ruhig wirst, einfach nur leer fühlst und du dir denkst, hey, wo und wer bin ich eigentlich? Hi, ich bin Martina. So schön, dass du da bist. Und ich kenne das so gut. Ich war früher auch so viel im Außen unterwegs, habe immer ganz genau gewusst, wie es den anderen geht und habe mich immer darum bemüht, dass es allen anderen gut geht. Und habe mich selber dabei immer mehr vergessen, immer weniger gespürt und ja, war dann einfach irgendwann komplett leer, habe nur noch funktioniert. Also ich habe mich echt manchmal so gefühlt wie ein Roboter, der halt einfach funktioniert. Bis ich dann irgendwann begonnen habe, mich wieder mit meinen Gefühlen, mit meinen Bedürfnissen zu verbinden und Schritt für Schritt zu dem Punkt gekommen bin, dass ich mich priorisiere, dass ich erstmal schaue, wie geht's denn mir? Und das hat mein Leben komplett verändert. Und weil das so wichtig ist und weil ich diesen Unterschied so stark wahrgenommen habe, gebe ich dir hier in diesem Video 3 Schritte mit, die auch du gehen kannst, um wieder mehr zu dir zu finden, um ein bisschen rauszukommen aus diesem, ich muss funktionieren und ich funktioniere einfach nur noch. Also lass uns da gleich mal reinspringen. Der erste ganz wichtige Punkt mag vielleicht gar nicht so spannend klingen, ist aber extrem wichtig und gar nicht so leicht. Das ist nämlich der Punkt, dass du erstmal deine Gefühle benennen kannst. Dass du erstmal benennen kannst, wie geht's mir denn eigentlich? Ich konnte das früher nicht. Ich hatte früher auf die Frage, wie geht's dir denn, Martina? 3 Antworten. Gut, müde, gestresst. Mehr Gefühle waren bei mir nicht präsent, obwohl es natürlich so viele Gefühle gibt. Also verbinde dich wirklich mit deinen Gefühlen und lerne sie zu benennen. Dazu musst du natürlich erstmal ein bisschen innehalten und schauen, hey, was ist denn gerade da? Bin ich vielleicht frustriert? Bin ich vielleicht verärgert? Bin ich wütend? Bin ich glücklich? Bin ich zufrieden? Also welche Gefühle sind dann gerade da? Das ist der erste wichtige Schritt. Der nächste Schritt ist, dass du deine Bedürfnisse erkennst und auch benennen kannst. Und das geht eben erst, wenn du dir bewusst bist, welche Gefühle gerade da sind. Denn deine Gefühle sind der Ausdruck deiner Bedürfnisse. Und das Bedürfnis hinter einem Gefühl kann unterschiedlich sein. Also nehmen wir an, ich fühle mich verärgert. Dann kann es sein, dass ich mir vielleicht mehr Wertschätzung wünsche, mehr gesehen werden, dass ich das Gefühl habe, ich werde hier nicht wertgeschätzt, ich werde hier nicht gesehen. Vielleicht wünsche ich mir aber auch Unterstützung. Vielleicht bin ich verärgert, weil ich mich alleingelassen fühle, weil ich mir mehr Hilfe wünsche. Also das sind unterschiedliche Bedürfnisse und das ist einfach so wichtig, das zu erkennen, weil wenn du in dem Schritt bleibst, dass du merkst, du bist verärgert, aber dann nicht weiter schaust, okay, was ist denn der Grund, was ist das Bedürfnis dahinter, dann wird es total schwierig, weil dann sind wir in so Situationen, die niemandem was bringen, wo wir einfach jemanden anschnauzen oder so ein bisschen sticheln und passiv-aggressiv sind. Und das ist super unangenehm, bringt überhaupt nichts, wir ärgern uns nur umso mehr und die anderen ärgern sich wahrscheinlich auch, weil sie gar nicht wissen, was eigentlich los ist. Und eine andere Person kann ja gar nicht wissen, was du dir wünschst, wenn du es gar nicht weißt. Wenn du deine Bedürfnisse nicht kennst, wie soll denn eine andere Person dann deine Bedürfnisse erfüllen? Also stell dir vor, wie unterschiedlich die Situation ist, wenn du merkst, okay, ich bin verärgert und mein Bedürfnis dahinter ist, dass ich wertgeschätzt werde, dass ich gesehen werde. Ich wünsche mir, dass mich mein Partner in den Arm nimmt und sagt, hey, danke, ich komme gerade nach Hause und ich sehe, du hast nach der Arbeit schon das Haus sauber gemacht oder gekocht oder wie auch immer. Ich weiß das total zu schätzen. Dankeschön. Und wenn du weißt, dass es das ist, was du brauchst, dann kannst du es auch kommunizieren. Dann kannst du sagen, hey, ich mache das gerne, ich sorge gerne dafür, dass unser Haus sauber ist.
Ich wünsche mir aber, dass du das siehst und wertschätzt und vor allem, dass du mir das auch sagst. Und es gibt ja auch diese Sprachen der Liebe, da gibt es ein Buch dazu, total schön und auch so hilfreich, weil es ganz hilfreich einfach ist zu wissen, hey, was ist denn meine Sprache der Liebe, was wünsche ich mir denn? Ja, also bin ich jemand, der gerne in den Arm genommen wird, dem es ganz viel gibt, wenn andere sagen, hey, du bist toll, vielen Dank, also wenn du Lob bekommst. Oder freust du dich am meisten über Geschenke? Ist es das, was dir am meisten gibt? Oder freut es dich am meisten, wenn dir wer andere was Gutes tut? Ja? Es sind unterschiedliche Dinge, um Zuneigung und Wertschätzung auszudrücken. Und da einfach mal zu wissen, was ist denn sozusagen meine Sprache der Liebe, kann ganz viel Entspannung in Beziehungen reinbringen. Also kenne deine Bedürfnisse, erkenne deine Bedürfnisse, benenne deine Bedürfnisse, weil dann kannst du es dir wahrscheinlich auch oft selber erfüllen. Ja? Oft haben wir ein Bedürfnis nach Ruhe vielleicht. Und wenn du das erkennst, kannst du sagen, okay, ich nehme mich jetzt mal eine halbe Stunde raus und gehe spazieren oder was auch immer. Aber das geht eben erst, wenn du achtsam bist, wenn du deinen Fokus nach innen richtest und schaust, was fühle ich gerade und welches Bedürfnis ist gerade da. Und das mit diesem, ich erfülle mir ein Bedürfnis, das ist oft gar nicht so leicht. Also mir ist es früher super schwer gefallen und schreib mir gerne in die Kommentare, ob dir das vielleicht auch so geht. Also einfach so auf mich zu schauen und egoistisch zu sein und mich zum Beispiel mal auszuruhen oder ja, was nur für mich zu machen, das ist mir echt schwer gefallen. Und deswegen lade ich dich hier, und das ist der dritte Schritt, ein, dass du, wenn du deine Gefühle benennen kannst, wenn du deine Bedürfnisse benennen kannst, dass du jeden Tag ein Bedürfnis, das du wahrnimmst, selbst erfüllst. So, das kann zum Beispiel das Bedürfnis nach Bewegung sein. Dann geh eine Runde joggen oder spazieren oder roll die Yogamatte aus und mach da ein bisschen Bewegung. Vielleicht ist es das Bedürfnis nach Ruhe. Dann zieh dich mal eine halbe Stunde zurück für ein Nickerchen oder mit einem Buch. Geh ins Schlafzimmer, mach die Tür zu, nimm dir eine halbe Stunde nur für dich. Also schau, welche kleinen unter Anführungszeichen Bedürfnisse sich immer wieder mal melden, die du normalerweise nicht erfüllen würdest, die du aber selbst erfüllen kannst. Und natürlich wird das wahrscheinlich auch implizieren, dass du vielleicht Grenzen setzt oder dass du einfach klar kommunizierst, hey, ich brauche jetzt eine halbe Stunde Ruhe, ich ziehe mich da mal zurück. Und es kann natürlich sein, wenn das was ganz Neues ist, was du bis jetzt noch nie gemacht hast, dass du komische Blicke erntest oder vielleicht Unverständnis oder die Leute vielleicht sagen, okay, was ist denn mit dir los? Und das ist okay, ja, du verhältst dich einfach anders, als es die Menschen gewohnt sind. Da muss man jetzt kein Drama draus machen, man kann einfach sagen, ja, ich brauche jetzt Ruhe, ich nehme jetzt ein Buch, bitte lass mich jetzt eine halbe Stunde in Ruhe, ich bin nicht sauer auf dich, ich brauche das jetzt einfach mal für mich. Also üb das wirklich, ja? An das kann man sich gewöhnen. Und je achtsamer du mit dir wirst und je mehr das zur Gewohnheit wird, dass du einfach auch Dinge für dich tust, desto entspannter wird natürlich alles, weil dein Umfeld gewöhnt sich ja dann auch dran. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe zu dir.